Hallo zusammen! Im September 25 habe ich das Spearhead-Abo von Hachette ausführlich analysiert. Damals habe ich mir die Zahlen geschnappt, selbst durchgerechnet und daraus meine Vermutungen für Deutschland aufgestellt. Aber jetzt gibt's neue offizielle Infos, einen Termin und Preisangaben für den UK-Start. Das heißt zwar nicht automatisch, dass wir damit schon wissen, ob, wann oder zu welchem Preis das Abo nach Deutschland kommt, aber wir können meine damaligen Vermutungen mit den neuen Zahlen abgleichen. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Anfang September 2025 erschien mein Video zum neuen Age of Sigmar Spearhead-Abo von Hachette. Ich recherchierte und stellte darin alle mir bekannten Infos zusammen, um euch bestmöglich ein vollständiges Bild zum neuen Warhammer-Abo zu liefern. Wenn ihr noch keines der bisherigen Hachette Warhammer-Abos kennt, erfahrt ihr in dem Video aber auch, wer oder was Hachette ist und was es mit den Warhammer-Abos auf sich hat. Ich gehe darin auch auf den Aufbau der Magazine der bisherigen Warhammer-Sammelreihen ein, blättere durch die Ordner, berichte von meinen Erfahrungen und stelle auch im Detail alle im neuen Abo enthaltenen Spearheads vor. Was bekommt man? Sind es ältere Spearheads oder neue Boxen? Premium-Kits, Abo-Geschenke, alles was so dazugehört. Außerdem habe ich aufgrund von den Zahlen und Fakten Berechnungen und Vermutungen hinsichtlich möglicher Preise und einem Veröffentlichungsdatum in Deutschland durchgeführt. Da dieses Video hier nur ein Update mit den neuesten Infos ist, schaut da auch gerne mal in das Video vom September letzten Jahres rein. Da könnt ihr mehr zu den genauen Inhalten des Abos erfahren oder euch einfach einen Gesamtüberblick verschaffen. Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, hatte ich mich auch sobald es möglich war für den Hachette Newsletter angemeldet und UK als Location angegeben. So hoffte ich schnellstmöglich mehr Infos zu bekommen. Sobald ich was erfahren habe, habe ich es unter dem ursprünglichen Video kommentiert. Lange Zeit war es aber von offizieller Seite eher still. In dieser Woche, genauer gesagt am 16. Februar, kam dann ein Hachette-Newsletter an. Man könne nun das Spearhead-Abo bestellen, außerdem wären auf der Website wieder mehr Infos. Zwischenzeitlich war da ja gar nichts mehr, dann nur noch die Newsletter-Anmeldung und ja, nun kann man sich alles wieder genau durchlesen und anschauen. Und mit diesen neuen offiziellen Infos will ich meine Vermutung vom September 2025 in diesem Video prüfen. Was hat gepasst? Wo irrte ich mich? Alla hopp! Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich im September letzten Jahres bereits davon ausging, dass das komplette Spearhead-Abo bereits am 27.08.2025 in UK gestartet war. Dem war aber nicht so. Das war nämlich nur ein Testlauf mit den ersten 4 Ausgaben. Hachette hat dies wohl auch zuvor schon bei den anderen Abos genauso durchgeführt. Die Info zu diesem Testlauf habe ich dann auch unter das ursprüngliche Video gepackt, sobald es mir auffiel. Der Testlauf war jedenfalls erfolgreich und bald konnte man sich auf der Website für den Newsletter anmelden, um zu erfahren, wann es in UK so richtig losgeht. Dies ist nun offiziell am 4. März 2026 der Fall. Da startet das Abo mit Ausgabe 1 in UK. Doch kommt das Abo nun auch nach Deutschland und wann könnten wir damit rechnen? Tja, zu beiden Fragen lassen sich weiterhin nur Vermutungen anstellen. Zum Ob bin ich jedoch weiterhin sehr zuversichtlich. Historisch betrachtet stehen die Chancen gut, dass auch dieses Warhammer-Abo in Deutschland veröffentlicht wird. Zum möglichen Starttermin schauen wir mal auf meine bisherige Prognose. Im September-Video habe ich mir angeschaut, wann die bisherigen Abos in UK und wann in Deutschland starteten. Da sah man auch, dass die Differenz dazwischen sehr schwankte, aber der Abstand eher kürzer wurde. Meine erste Vermutung basierte dann auf 2 Annahmen: dem UK-Start im August 2025 und einer 4-monatigen Differenz wie beim neuesten Combat Patrol Abo. Die erste Prognose, die ich daraus ableitete, war, dass das Abo dann im Januar 2026 nach Deutschland kommen könnte. Die zweite Prognose ging zurückhaltender von einer 6-monatigen Differenz aus und darum wäre März 26 ein möglicher Starttermin in Deutschland gewesen. Wie gesagt, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass im August 25 nur der UK-Testlauf mit den ersten 4 Ausgaben startete und das komplette Abo noch gar nicht lief. Also müssen wir das hier mal korrigieren. Der offizielle UK-Start ist nun im März 26. Also nochmal kurz sortiert, August 25 war nur der Testlauf und März 2026 ist der offizielle UK-Start. Wenn wir dann wieder mit 4 bis 6 Monaten Verzögerung rechnen,
landen wir in Deutschland irgendwo zwischen Juli und September 2026. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Das sind nur meine aktualisierten Vermutungen. Zu den Preisinformationen und der Berechnung schauen wir mal auf die bisherigen Daten. Hier bin ich von den damaligen Preisen auf der Hachette UK Website ausgegangen. Euro-Angaben gab es da noch keine. Die Europreise habe ich dann mit Umrechnungskurs berechnet und kam auf diese Europreise. Hier zum Beispiel auch Premium-Aufpreis je Ausgabe gemäß Umrechnungskurs 2,89 €. Darunter auch zum Vergleich nochmal die Europreise des aktuellen Combat Patrol Abos. Darauf basierend kam dann diese Vermutung raus. Hier ist meine Vermutung, dass sie bei den ersten 2 Ausgaben, die preislich anlocken sollen, dabei bleiben werden bei 2,99 € und 6,99 €, aber bei den nachfolgenden Ausgaben dann sogar auf 11,99 € hochgehen werden und der Premium-Aufpreis je Ausgabe auf 3 € anwachsen wird. Auf der aktuellen Website findet man mittlerweile hinter dem Pfundpreis auch Europreisangaben. Und scrollt man ganz nach unten zu den FAQs, findet man dann noch detaillierte Angaben, was die einzelnen Ausgaben kosten werden. Die Preise sind in britischen Pfund angegeben und dahinter in Klammern in Euro. Die Pfundpreise gelten für das Vereinigte Königreich, die Europreise für die Republik Irland. Die Europreise sind also zunächst für Irland gedacht. Ob das dann auch 1:1 auf Deutschland übertragbar ist, ist fraglich. Die hier aufgeführten Eurobeträge sind deshalb weiterhin kein offizieller Deutschlandpreis, selbst wenn das Abo später hier erscheinen sollte. Spielen wir doch aber mal die Analyse mit diesen Euroangaben durch. Gehen wir also einfach mal davon aus, dass es sich hierbei 1:1 um den Europreis für den deutschen Markt handelt. Dann würde gelten: Meine Annahme zum Premium-Aufpreis je Ausgabe in Höhe von 3 € war korrekt. Meine anderen beiden Vermutungen, zum einen zu den Preisen der ersten Ausgaben und auch zum Preis der Standardausgabe, wären dann nicht korrekt gewesen. Zum einen wären die ersten beiden Ausgaben, die anlocken sollen, teurer als geschätzt. Zum anderen wäre der Standardpreis der normalen Ausgabe wesentlich höher als vermutet. Beim aktuell noch laufenden Combat Patrol Abo war der Standardpreis pro Ausgabe 10,99 €, was ja schon 1 € über dem Preis vorheriger Abos in Höhe von 9,99 € pro Ausgabe lag. Da meine Berechnungen über den Wechselkurs einen ungeraden Betrag von 11,53 € pro Ausgabe ergaben, ging ich im September davon aus, dass man eben um einen weiteren Euro erhöht und man dann bei 11,99 € pro Ausgabe landet. Das wäre für mich auch eine normale Preissteigerung im Laufe der Jahre. Tatsächlich würden die Standardausgaben, also ab Ausgabe 3 ohne Premium, satte 14,99 € kosten. Wie gesagt, ausgehend von unserem Szenario, dass dies hier 1:1 die Preise in Deutschland wären. Von 10 € bei den älteren Abos auf 15 € pro Ausgabe, das wäre schon ein spürbarer Batzen obendrauf. Aber selbst wenn diese 14,99 € am Ende nur für Irland gelten sollten, würden wir uns trotzdem in einer ganz anderen Preisregion bewegen als bei früheren Abos. Und egal wie ich das hier berechne, selbst mit großzügiger Aufrundung komme ich rechnerisch nicht in die Nähe von 14,99 €. Und wenn man dann mal die Differenz bildet, sieht man, dass durch diese angenommenen Europreise im Gegensatz zur Vermutung vom Februar letzten Jahres das gesamte Abo rund 270 € teurer wäre. Das Premium-Abo geht natürlich um die gleiche Differenz nach oben. Und das war ja vorher auch schon ein Batzen und ist uns ja auch allen klar, dass das Geld kostet. Im September-Video sagte ich dazu ja auch: Kann man dann also hier mal auch in Summe sehen, was dann dieses Abo an sich kosten wird. Das ist schon mal ein Batzen, das ist klar. Was man sich aber natürlich auch vor Augen führen muss, ist, dass es eine wöchentlich erscheinende Heftreihe ist. 90 Ausgaben. Das heißt, wir sprechen hier ja auch von einem Zeitraum von fast 2 Jahren. Es sind 22 Monate. Deswegen sage ich auch, okay, man wird über 22 Monate mit Warhammer-Zeug versorgt. Preislich teilt sich das eben auf diese fast 2 Jahre auf. Ist okay. Wenn man jetzt natürlich aus dieser kompletten Sammlung nur 2 dieser Premium-Modelle möchte oder nur 2 Spearheads, braucht ihr dieses Abo nicht abschließen. Bringt euch da nichts. Das seid ihr günstiger, wenn ihr euch einfach die Spearhead, die ihr wollt, einfach direkt kauft, beim Online-Händler eures Vertrauens bestellt und gut ist. Wenn ihr schon genug Farben habt, genauso.
Ja, und wenn sich die Kosten eben über fast 2 Jahre erstrecken und man alle 6 Wochen dann coole Warhammer-Sachen nach Hause bekommt, aber das Gefühl, da irgendwie unterm Strich was zu sparen, das würde bei so einer Preiserhöhung verschwinden. Bei dem Sprung fällt es mir diesmal schwer, das noch mit einer normalen Preisentwicklung zu erklären. Gehen wir doch einen Schritt weiter und vergleichen mal Abo versus Direktkauf. Auch dazu hatte ich im September-Video ja die Zahlen angeschaut. Einmal vor der Games Workshop Preissteigerung und einmal danach. Übers Hachette Spearhead-Abo hätte man dann nach damaligen Überlegungen für die 12 enthaltenen Spearheads gegenüber dem UVP also rund 370 € gespart. Im Vergleich zwischen Spearhead-Abo und Online-Händlern unseres Vertrauens mit bis zu 20% Rabatt wäre die Ersparnis bei rund 80 € gelegen. Joa, und Farben kommen wir da auch noch oben drauf, da ging ich damals von ca. 150 € an Farben aus und ja, die Ausstattung mit den Farben bzw. der 150 € Vorteil hier relativiert sich natürlich, wenn man bereits gut ausgestattet ist. Bei der Berechnung der Ersparnis hier oben habe ich nur auf die Miniaturen geschaut. Jetzt schauen wir uns das aber nochmal mit den eben aktualisierten Zahlen an. Weiterhin unter der Annahme, dass die Europreise 1:1 für Deutschland gelten würden. Die UVP von Games Workshop für eine Spearhead liegt hier übrigens auch nicht bei 119,60 €. Das war damals vor der Preissteigerung einfach mit den 4% gerechnet. Aber es sind mittlerweile 120 € glatt. Ja, die Gesamtkosten gehen also hier leicht nach oben. Wir haben hier 96 € ausgehend davon, dass wir bei einem Online-Händler unseres Vertrauens 20% Rabatt bekommen. Und dann tragen wir hier doch mal die aktualisierten Gesamtkosten ein. Statt 1.065 € sind wir dann bei 1.333 €. Und dann sehen wir auch schon, dass die rechnerische Ersparnis hier deutlich schrumpft. Und im Vergleich zum Direktkauf bei anderen Online-Händlern wären diese 12 Spearheads, wenn man nur die Miniaturen betrachtet, hier sogar um 180 € teurer über das Hachette Spearhead-Abo, als wenn man sich diese direkt beim Online-Händler kauft. Meine Meinung dazu ist, dass ich die Hachette Warhammer-Abos weiterhin richtig cool finde. Gerade für Anfänger und Wiedereinsteiger ist das meiner Meinung nach eine mega gute Einführung ins Tabletop-Hobby. Schritt für Schritt Lore entdecken, Schritt für Schritt Miniaturen sammeln und bemalen lernen, Regeln ganz spielerisch verstehen. Das ist wirklich stark gemacht. Und auch unabhängig davon, ob es sich um das 40k-Abo, das Combat Patrol-Abo, Age of Sigmar oder eben jetzt Spearhead handelt. Das übersieht man als langjähriger Hobbyist vielleicht manchmal. Mir ist das auch erst durch das gemeinsame Abo mit Theodor nochmal richtig bewusst geworden. Dieser mega krasse Benefit für Einsteiger. Ich selbst kann eigentlich nie genug von neuen Miniaturen bekommen. Aber fast 6 Monate nach dem letzten Video zum Spearhead-Abo hat sich meine persönliche Einschätzung diesmal etwas verschoben. Während ich im September letzten Jahres noch fest davon ausging, dass ich höchstwahrscheinlich das Abo ebenfalls in der Premium-Variante abschließen werde, bin ich mir nun nicht mehr ganz so sicher. Das hat hauptsächlich diese 3 persönlichen Gründe. Erstens, ich habe mittlerweile 6 der 12 enthaltenen Spearheads bereits zu Hause. Also die Hälfte der Miniaturen liegt im Prinzip schon in meinen Regalen oder wurde bereits gebaut und gemalt. Zweitens, Farben, Pinsel und weiterer Hobbykram sind bei mir mehr als ausreichend vorhanden. Der rechnerische Mehrwert durch Farben und Pinsel etc. fällt für mich persönlich also kaum noch ins Gewicht. Und drittens, der mögliche Preissprung auf 14,99 € bzw. 17,99 € im Premium-Abo verändert für mich einfach das Gefühl bei der Sache. Das würde emotional für mich diesmal einfach oberhalb meiner "Ich fühle mich noch gut damit" Grenze liegen. Heißt das, das Abo ist schlecht? Nein, überhaupt nicht. Heißt es, es lohnt sich für niemanden? Auch nicht. Für jemanden, der neu einsteigt oder genau diese Spearheads noch nicht hat, kann das weiterhin ein richtig gutes und starkes Gesamtpaket sein. Aber für mich persönlich, mit meinem aktuellen Bestand und unter Annahme dieser Zahlen,
tendiere ich im Moment eher dazu, das Spearhead-Abo diesmal auszusetzen. Ja, sag niemals nie, vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Noch ist ja nicht mal bestätigt, ob das Abo nach Deutschland kommt. Noch ist ja nicht mal klar, ob die hier aufgeführten Europreise auch für Deutschland gelten würden. Aber Stand jetzt fühlt es sich nach diesem Update für mich nicht mehr ganz so rund an wie bei den bisherigen Abo-Reihen. Und am Ende muss das ja sowieso jeder für sich selbst durchrechnen und entscheiden. Sodele, das waren die aktuellsten Infos zum Spearhead-Abo und meine persönliche Einschätzung. Was meint ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Like da. Das hilft dem Kanal und ist ein großer Motivationsschub für mich. Um mehr aus meiner Hobby-Ecke zu sehen, abonniert den Kanal. Hier wird gebaut, gebastelt, gedruckt, in Erinnerungen geschwelgt und alles, was man sonst so in der Hobby-Ecke machen kann. Danke euch fürs Zuschauen und dranbleiben. Ihr seid die Besten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.